Beziehungen mit großem Altersunterschied sind mir persönlich schon seit ich klein bin begegnet, in meiner Familie, aber vor allem auch in Medien. Ich habe als Kind viel MTV und Viva und so geschaut, das erklärt wahrscheinlich einiges. Und da lief zum Beispiel diese Show über den Playboy-Gründer Hugh Hefner, der damals 78 war und mehrere Playboy-Bunnies als Freundinnen hatte. Die waren teilweise 18 und Anfang 20 und haben sowas hier über ihre Beziehung gesagt. It's crazy. It's like a dream come true. We have a great relationship. It's the best relationship I've ever had. Er wurde dafür ziemlich gefeiert. Dass sie danach aber ganz anders über die Zeit gesprochen haben, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar und ist aus heutiger Sicht ziemlich problematisch. Dann habe ich irgendwann American Pie gesehen. Ja, I know. Da habe ich das erste Mal eine erwachsene Frau gesehen, die einfach nur Stiflers Mom genannt wurde, die mit einem jüngeren Mann was hatte. Aged 18 years. The way I like it. Sie spricht hier zwar über den Whisky, aber die Intention ist klar, oder? Beides hat zumindest meine Sicht auf solche Beziehungen ziemlich geprägt. Und auch heute werden Altersunterschiede, die wir öffentlich sehen, ziemlich krass diskutiert. Egal, ob der Mann älter ist oder die Frau. Und auch auf TikTok sehe ich immer wieder Videos von Pärchen mit unterschiedlichem Alter, die sagen, lasst uns doch lieben, wen wir wollen. Geht euch überhaupt nichts an. Personen in solchen Beziehungen hören oft, dass sie entweder Daddy-Issues haben oder Golddigger sind, dass es nichts mit Liebe zu tun hat oder es sowieso nichts wird. Und das sind übrigens alles Kommentare von Mona gewesen. Sie und ihr Mann Wilfried haben mit uns über ihre Ehe mit großem Altersunterschied gesprochen. Dass Age-Gap-Beziehungen gesellschaftlich noch nicht so richtig akzeptiert werden, haben die beiden sehr deutlich gespürt, als sie ihre Beziehung das erste Mal öffentlich gemacht haben. Es hat auf jeden Fall was mit Vorurteilen zu tun, dass man einfach denkt, die kleine Maus hat sich einen alten Sugar Daddy geangelt, was nicht so ist. Und selbst wenn es so wäre, dann schön, lasst doch den Leuten ihren Spaß, wenn beide damit glücklich sind. Aber wieso kommen solche Kommentare eigentlich? Was weiß man über Age-Gap-Beziehungen und wieso reagieren wir oft so, wie wir es tun? Und auch ihr glaubt, dass sich da ziemlich viele den Kopf drüber zerbrechen, deswegen lasst uns das alles mal anschauen. Let's go! Sobald es ein Paar mit Altersunterschied in der Öffentlichkeit gibt, sind die Klatsch- und Tratsch-Artikel super schnell geschrieben. Michael Wendler und Laura Müller, die by the way nur ein Jahr älter ist als seine Tochter, damals noch Angelina Jolie und Brad Pitt. Dann gibt es ja immer wieder so Seiten, die Top-Rankings aufstellen. Alec Baldwin trennen 26 Jahre zu Hilaria Baldwin. Megan Fox und Brian Austin Green trennen 13 Jahre. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones trennen 25 Jahre. Die 15 Jahre Unterschied zwischen Ellen DeGeneres und Portia de Rossi. Beyoncé und Jay-Z und so weiter und ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn euch noch mehr Age-Gap-Beziehungen einfallen, dann haut's mal in die Kommentare, aber ich glaube, das waren so die bekanntesten, oder? Ah, sorry, Leonardo DiCaprio. Natürlich. Seine Beziehungen sind einfach eine richtige Wissenschaft für sich geworden, weil es so ein bisschen scheint, als würde er immer nur Frauen unter 25 daten. Laut dem Statistischen Bundesamt hatten 2017 nur 6% der Paare in Deutschland einen Altersunterschied von mehr als 10 Jahren. Bei fast der Hälfte lag der Altersunterschied nur zwischen 1 und 3 Jahren. Genau gleich alt war etwa jedes 10. Paar. Und zu 72% war der Mann älter als die Frau. Was gleichgeschlechtliche Paare angeht, gibt es weniger Studien und Statistiken, aber Facebook hat durch anonymisierte Daten weltweit im Jahr 2013 festgestellt, dass der Altersunterschied zwischen Partnern des gleichen Geschlechts größer ist im Vergleich zu heterosexuellen Beziehungen. Und weil es bei heterosexuellen Paaren einfach mehr Informationen und Daten gibt, werden wir uns in diesem Video darauf fokussieren. Irgendwie wird ja doch noch am ehesten akzeptiert, wenn der Mann der ältere Part in der Beziehung ist und die Frau jünger ist. Aber mich interessiert generell, wie kommt so eine Beziehung überhaupt zustande? Mein Job ist Gastronomie und dann fahren wir immer im Winter in eine Hütte in die Schweiz, um so ein bisschen Teambuilding zu machen. Dann hat es halt da irgendwie bei uns gefunkt, obwohl es ja von den äußeren Umständen eigentlich gar nicht passen konnte. Also um es genau zu sagen, die äußeren Umstände waren die, dass wir in einem Verhältnis waren, dass ich Chef war und die Mona bei uns gearbeitet hat. Die anderen Verhältnisse, das war erstmal völlig egal. Die Kritik an Age-Gap-Beziehungen liegt unter anderem an dem alten Rollenbild des Mannes. Er war in Vergangenheit der die Familie ernährt hat und das Geld nach Hause gebracht hat. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert durften die meisten Frauen nicht arbeiten und deswegen war es sinnvoll, jemanden zu heiraten, der finanziell abgesichert war. Aber ist ja nicht mehr ganz so. Excuse me? Wir haben 2022. Frauen sind heute ja nicht mehr einfach nur dafür da, um sie zu heiraten oder mit ihnen Kinder zu bekommen. Wir verdienen mittlerweile unser eigenes Geld. Also größtenteils. Also könnten auch ältere Frauen jüngere Männer heiraten. Surprise. Aber Psychologin Dr. Sarah Hill sagt, dass vor allem jüngere Frauen ältere Frauen dafür judgen, wenn sie mit jüngeren Männern zusammen sind, weil sie Angst haben würden, sonst zu viel Konkurrenz zu haben.
Age-Gap-Beziehungen begegnen uns auch immer wieder in allen möglichen Medien. Sehr oft ist in Hollywood-Filmen der Mann in den Beziehungen um einiges älter als die Frau, oft auch ohne, dass es groß thematisiert wird. In der Netflix-Serie Never Have I Ever ist der Schauspieler 11 Jahre älter als sie. Und das fanden auch nicht alle so super. In The Wolf of Wall Street gab es auch einen Altersunterschied von 16 Jahren. Was soll man sagen? Leonardo DiCaprio bleibt sich halt einfach treu. In dem Netflix-Beziehungsdrama Malcolm and Marie ist Zendaya 23 und John David 35. Und es gibt noch einige andere Filme, in denen die Schauspielerinnen in ihren 20ern sind und die Schauspieler in ihren 40ern. Über diese Age Gap komme ich allerdings immer noch nicht so richtig hinweg. Aber ich glaube, darüber haben wir schon in einem anderen Video ausführlich gesprochen. Ein Filmklischee, das es auch im echten Leben gibt, ist zum Beispiel die sogenannte Trophy Wife. Also, wenn der Mann älter und reich ist und er eine junge und gut aussehende Frau hat, die dann wie so eine Art Statussymbol behandelt wird. Eine Serie, die es aber schafft, das ziemlich cool umzudrehen, ist Modern Family. Zuerst hat die Familie Vorurteile, weil Jay wohlhabend ist und Gloria so aussieht, wie sie aussieht und ungefähr so alt ist wie seine Tochter Claire. Aber im Laufe der Serie versteht man, wie echt und liebevoll diese Beziehung ist. In einer Szene verkleidet er sich zum Beispiel an Halloween als Prince Charming und vermisst seine Haare, weil er glaubt, dass sie ihn so viel lieber mag. Sie sagt ihm später aber, es ging ihr nie um sein Optisches, sondern sie fand es einfach nur schön zu sehen, wie er sich selbst gefreut hat und wie enthusiastisch er war. Dann gibt es zum Beispiel noch das Klischee von der älteren Frau, die als Cougar bezeichnet wird. A cougar. An older woman, usually in her 40s or 50s, single and on the prowl for a younger man. Sie weiß, was sie will und oft wird ihr Sexleben direkt zum Thema und oft bleibt es leider auch der einzige Aspekt, den man sieht. Und wenn, wie hier bei Friends, mal eine Beziehung mit Altersunterschied gezeigt wird, die augenscheinlich eigentlich gut funktionieren könnte, dann wird der Mann total gefeiert, die Frau aber eher gejudged und die Familie ist auch total schockiert, wobei hier es vielleicht auch ein bisschen darum ging, dass er sie als Baby kannte, was die Beziehung eigentlich noch ein bisschen komplexer macht. Man sieht also, es ist nicht alles nur Klischee. Es gibt auf jeden Fall auch Geschichten, die vielschichtiger erzählt werden. Falls ihr also noch mehr kennt, dann schreibt's mal bitte in die Kommentare. Und auch in Songs werden Age-Gap-Beziehungen thematisiert. Demi Lovato's Song 29 geht wohl um die vergangene Beziehung mit Wilmer Valderrama. Da war sie 17 und er 29. Oder zum Beispiel Taylor Swifts Album Midnights, bei dem es in mehreren Songs um die Beziehung gehen soll, die sie mit John Mayer hatte, als sie 19 war und er 32. Billie Eilish hat zum Beispiel ihre Beziehung zu dem 11 Jahre älteren Sänger der Band The Neighborhood offiziell gemacht und erst vor kurzem in einem Interview über ihn geschwärmt und war stolz drauf, dass sie ihn schnappen konnte. It's really cool and I'm really excited and I'm really happy about it. Diese Begeisterung teilten ihre Fans aber leider überhaupt nicht. Sie hat nämlich schon mal Altersunterschiede und Machtverhältnisse in Beziehungen in ihrem Song Your Power thematisiert. And you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. But now she's got to get to class. How dare you? Sie sagt, dass es in dem Song um sexuellen Missbrauch von Jugendlichen geht und sie damit auch Erfahrungen machen musste, ohne genauer darauf einzugehen, in welcher Form. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ein paar Leute davon ausgehen, dass ihre Beziehung problematisch ist und sie am Ende sicher wieder einen Song darüber schreiben wird, wie unangemessen diese Beziehung war und dass er sicher auch manipulativ sei. Leute fragen sich in den Kommentaren, warum er denn keine Freundin in seinem Alter findet und finden es besonders problematisch, weil sie sich noch aus einer Zeit kannten, in der Billie minderjährig war. Und dass sie sich wahrscheinlich als Reaktion darauf zu Halloween als alter Mann und Baby verkleidet haben, das hat die Sache nicht unbedingt besser gemacht. Es gibt Studien, die sagen, dass Paare mit einem hohen Altersunterschied glücklicher sind, das Glück aber mit der Zeit abnimmt. Andere wiederum, die sagen direkt, dass Age-Gap-Beziehungen keine wirklich vielversprechende Chance haben zu bestehen. Laut einer Studie der Emory University in Atlanta sei nämlich das Risiko für eine Trennung höher, je größer der Altersunterschied ist. Ideal sei ein Altersunterschied von 3 Jahren, denn für Paare, die mehr als 5 Jahre auseinander sind, liegt das Risiko einer Trennung schon bei 18%. Bei Paaren, die mehr als 20 Jahre trennen, sei man schon bei einer Wahrscheinlichkeit bei der Trennung von 95%. Und ja, ich weiß, alles irgendwelche Zahlen und Statistiken, die uns irgendwas über unsere Gefühle sagen sollen. Aber Gründe für eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trennung sind sowas wie unterschiedliche Lebensphasen, Ziele und Vorstellungen vom Leben. Und zum Beispiel, der eine Part will Kinder haben, der andere Part hat damit schon abgeschlossen. Kritisch soll es werden, wenn beide jeweils aus einer anderen Generation kommen, also mehr als 10 Jahre zwischen beiden Personen liegen. Weil es dann nicht nur unterschiedliche Lebenserfahrungen sind, sondern auch noch andere Werte und Einstellungen. Also ziemlich viel Konfliktpotenzial. Andere finden es
es aber auch bereichernd, mit einer Person aus einer anderen Generation zusammen zu sein, wie zum Beispiel Mona. Meine Freundinnen, alle in meinem Alter eher, wir haben uns über unsere Themen unterhalten und jetzt ist da auf einmal jemand in einem ganz anderen Alter und der hat natürlich auch einen anderen Horizont und eine andere Perspektive und Sichtweise und Reife auch. Natürlich kann man die ganzen Vorurteile nicht pauschalisieren. Für viele ist es aber ein Grund zu sagen, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sowieso nicht klappt. Also so nach dem Motto, das kann gar keine Liebe sein. Kritik vom Freundeskreis oder der Familie zu einer Beziehung kann mit oder ohne Altersunterschied echt krasse Auswirkungen haben. Es kann einen ganz schön verunsichern und im Zweifel vielleicht sogar dazu bringen, doch keine Beziehung einzugehen, nur weil ihm eingeredet wurde, dass es nicht das Richtige sei. Sugar Daddy, Vaterkomplex, Ego-Probleme, das sind so die mit am häufigsten verwendeten Vorurteile gegen einen Part in einer Age-Gap-Beziehung. Beim Mutter- oder Vaterkomplex geht man davon aus, dass der jüngere Part des Paares als Kind eine schwierige Beziehung entweder zu der Mutter oder zu dem Vater hatte und das dann später beim Dating kompensiert. Und ja, es gibt auf jeden Fall Fälle, bei denen das vorkommt. Das erste, was mir so richtig aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, fuck, ich glaube, ich habe Daddy-Issues, war, dass ich immer auf ältere Männer stand. Und Mädchen um mich herum, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Dad hatten oder zumindest irgendwie einen Dad in ihrem Leben hatten, das komisch fanden oder gesagt haben, oh mein Gott, nein, das ist ja viel zu alt. Wir reden hier von Sachen wie mit 14 dachte ich so 22, 23 oder so. Wahrscheinlich auch älter. Und dann kam ich zum Schluss, die Männer wollten nicht was von mir, obwohl ich so jung war. Sie wollten was von mir, weil ich so jung war. Und als ich das realisiert habe, wurde mir schlecht. Hast du dich damit auseinandergesetzt, mit diesem ganzen Phänomen? Hast du das irgendwie dir Gedanken darum gemacht oder war das nie ein Thema für dich? Also ich muss sagen, grundsätzlich war das nie ein Thema für mich, weil ich mir sicher bin, dass ich keine Daddy-Issues habe. Dadurch, dass halt die Kommentare immer mehr wurden, habe ich mich schon mal dann natürlich mit befasst, habe mir das mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen durchgelesen und kann jetzt dazu sagen, dass ich definitiv keine Daddy-Issues habe. Dem älteren Part der Beziehung hingegen wird oft eine Midlife-Crisis unterstellt, also so nach dem Motto, ach, wenn es gerade eh nicht so gut läuft und zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind, man selbst geschieden ist, dann holt man sich halt jemanden an die Seite, der wieder frischen, jugendlichen Wind reinbringt oder so. Das klingt jetzt alles strange, aber ich weiß nicht, wie man sonst eine Midlife-Crisis beschreibt. So in der Art. Oder der Klassiker unter den Vorwürfen, junge Frau sucht sich safe einen Sugar Daddy. Bei uns ist, dass ich halt deutlich jünger bin und ich quasi mir den alten Sack geangelt habe und mich gut aushalten lasse. Sowas kann ich mir dann schon oft anhören und dann werde ich mit viel konfrontiert, nehme das aber nicht ernst. Okay, also Frauen, die einen älteren Mann an ihrer Seite haben, wird dann eher nachgesagt, dass sie sich finanziell einfach nur absichern möchten. Und bei jüngeren Männern wird das nicht nachgesagt, weil sie ja ihr eigenes Geld verdienen. Der ältere Part muss sich dann zum Beispiel anhören, dass man sowieso nur auf guten Sex aus ist. Madonna zum Beispiel. Da spricht man dann auch nicht mehr von Partnern oder Freunden, sondern von Toyboys. Und diese Toyboys haben auch keine Namen oder was? Also krass, wie hier dann Männer einfach sexualisiert werden, oder? Und ja, auch Heidi Klum kann man für sehr vieles kritisieren, I know, aber dafür, dass sie einen jüngeren Partner datet, wirklich? In den Kommentaren unter den eher freizügigen Fotos von ihr findet man sowas wie: Heidi, lass doch endlich mal den jüngeren Damen den Vortritt und werde in Würde älter. Nur weil du einen jüngeren Mann hast, musst du nicht billig werden. Mittlerweile hat Heidi die Kommentarfunktion unter ihren Postings übrigens deaktiviert. Man könnte es ja andersrum sagen, dass der Tom hat sich eine tolle Lady gesucht, die noch richtig Kohle hat. Wird aber wenig in der Presse drüber gesprochen. Meistens geht es auf Frau Heidi Klum und das ist schon ein bisschen irritierend. Beide Seiten werden also irgendwie damit konfrontiert, dass viele Leute sagen, das klappt sowieso nicht. Auch bei Mona und Wilfried. Was waren denn so die Kommentare, die ihr vielleicht auch von den besorgteren Teilen der Familie oder von den Freunden, Freundinnen gehört habt? Ich glaube, dass ganz am Anfang viele das auch nicht ernst genommen haben und erstmal gesagt haben, so ja, lass die mal machen, ist so eine Turtelei oder was auch immer. Aber das ist in jeder Partnerschaft wichtig, dass man den Partner in dem Moment, wie er ist, ernst nimmt. Und wenn ich einen Partner habe, der halb so alt ist wie ich, dann muss ich den ernst nehmen. Dann nehme ich den ernst, dann will ich den ernst nehmen. Und dann betrachte ich den nicht als kleines Mädchen an meiner Seite, die hübsch aussieht. Dann fängt das Problem an. Viele Außenstehende glauben, dass es bei einer Beziehung mit Altersunterschied auch um Ausbeutung gehen kann. Da gab es eine Studie, die kurz nach der MeToo-Debatte durchgeführt wurde zu diesem Thema. Die Forschenden fanden heraus, dass vor allem junge Menschen ziemlich anti sind, wenn der männliche Partner älter ist. Sie vermuteten, dass Außenstehende annehmen, dass man ein Tauschgeschäft durchführt. Sex gegen einen luxuriösen Lebensstil zum Beispiel. Und das macht auch Sinn, auch von der Zeit her, denn die MeToo-Bewegung hat genau solche problematischen Beziehungen und Machtverhältnisse aufgedeckt. Zu vielen der Anklägerinnen zählen junge Frauen. Und besonders problematisch, weil es
es auch schon Männer in Machtpositionen gab, die ihre Kunst dafür genutzt haben, ihre Beziehungen zu jungen Frauen oder teilweise noch Mädchen zu normalisieren. R. Kelly ist da ein relativ extremes Beispiel. Erst vor kurzem wurde er unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger schuldig gesprochen. Er soll außerdem die mittlerweile verstorbene Sängerin Aaliyah illegalerweise geheiratet haben, gerade mal als sie 15 Jahre alt war. Und er hat für sie den Song Age Ain't Nothing But a Number geschrieben, in dem sie dann ihre Liebe zu einem älteren Mann rechtfertigt. Schwierig. Auf TikTok findet man auf jeden Fall auch viele kritische Stimmen zu den Paaren mit Altersunterschied. Vor allem, wenn sie sich schon früh kennengelernt haben, ihnen wird dann zum Beispiel Grooming vorgeworfen. Grooming wird auch als Pädokriminalität bezeichnet, das heißt, Erwachsene erschleichen sich das Vertrauen von Minderjährigen, um sexuellen Kontakt herzustellen. Es wird vermutet, dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt. Durch diese starke Vertrauensbasis kann man das Gefühl kriegen, dass man abhängig wird und kann so manipuliert und kontrolliert werden. Das zu verstehen ist gar nicht so leicht. Und das ist dann natürlich ganz klar eine Straftat, vor allem immer, wenn es hier um Kinder geht, die unter 14 Jahre alt sind. Ansonsten kann man theoretisch von einer sexuellen Selbstbestimmung sprechen, wenn man es erkennen und danach handeln kann. Was Jugendliche ab 14 angeht, dann ist das auch unter bestimmten Umständen strafbar. Und übrigens gibt es hier etwas, was man als Hebephilie bezeichnet. Das ist im Vergleich zur Pädophilie das sexuelle bzw. romantische Interesse erwachsener Menschen an pubertierenden Jungen bzw. Mädchen. Wo Grooming aufhört und eine einvernehmliche Beziehung anfängt, ist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen und ist in einigen Fällen schwammig. Auch das sieht man an Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel so Leute wie Andrew Tate, der mit seinen frauenfeindlichen Ansichten mittlerweile bei allen Social-Media-Plattformen gelöscht wurde. Er hat offen darüber gesprochen, dass er sich nur mit Frauen unter 25 verabredet, weil sie unter anderem leicht zu beeinflussen sind im Vergleich zu Frauen, die mehr Erfahrung haben. The younger a girl is, the less bullshit she's been through with men and the softer she is as a person. Allein, dass er hier von Mädchen und Männern spricht, ist so ew. Stranger Things Schauspielerin Millie Bobby Brown wurde zusammen mit TikToker Hunter Echo gesehen, während sie 16 und er 20 war. In einem Instagram Live wurde ihm dann Grooming vorgeworfen und er hat das dann sogar selbst bestätigt. Im Nachhinein hat er sich aber entschuldigt und gesagt, dass er niemals Druck auf sie ausgeübt hat, damit sie ihn mag. Dann hat sich Millies Team eingeschaltet und gesagt, dass seine Aussagen wohl unehrlich, unverantwortlich, beleidigend und hasserfüllt waren und sie rechtliche Schritte einleiten werden. Millie selbst bezeichnet das heute übrigens als ungesunde Situation und sagt, dass sie sich sehr verletzlich und gedemütigt gefühlt hat und auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Daran merkt man vielleicht auch, zum einen haben nicht immer alle die besten Absichten im Sinn und zum anderen ist vieles zu dem Zeitpunkt nicht eindeutig oder wird einem erst später bewusst. Und tatsächlich habe ich mehrfach gelesen, dass die Entwicklung des präfrontalen Kortex im Gehirn, das ist der Part, der zum Beispiel für Entscheidungen und Intuition verantwortlich ist, meistens erst in den 20ern, teilweise erst bis Ende 20 abgeschlossen ist und es deswegen schwieriger ist, sich auf sein Gefühl zu verlassen, auch bei der Wahl des Partners oder der Partnerin. Die Therapeutin Victoria Jeffries hat hier in einem Interview dazu gesagt, dass es keine pauschalen Richtlinien gibt, die für alle gelten. Also nicht jede ältere Person in einer Beziehung ist direkt auf der Jagd nach einer jungen Beute und nicht jede jüngere Person kann nicht auf ihr Urteil vertrauen. Es kann aber sein, dass es schwer zu erkennen ist, ob man in einer Beziehung manipuliert wird oder nicht. Mona hat ihren Mann kennengelernt, als sie 19 war. Deswegen wollte ich von ihr wissen, ab wann sie denn eigentlich wusste, dass es für sie die richtige Entscheidung war. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und ich war aber komplett die ganze Zeit in sehr engem Kontakt mit meiner Mama und wir haben die ganze Zeit immer über alles geredet und haben wirklich ein so tolles Verhältnis und habe mich da halt auch immer so ein bisschen abgesichert, dass ich gesagt habe, ey Mama, da passiert gerade was vielleicht nicht ganz normal ist oder weiß ich nicht, was soll ich machen, was sagst du? Und das hat mir auch den Rücken total gestärkt, dass ich da jemand auf meiner Seite hatte, der gesagt hat, ey Mona, mach solange es für dich gut fühlt und sobald du irgendwas empfindest, was nicht gut ist, lass es sein. Fakt ist, wir können nicht in die Köpfe der Menschen schauen und können natürlich auch nicht ausschließen, dass irgendeine Beziehung, aus welchem Grund auch immer, beendet und vielleicht sogar bereut wird. Aber erstmal sind das erwachsene Menschen, die in einer einvernehmlichen Beziehung sind und Kommentare ertragen müssen, die auf einem ganz anderen Level sind. Und ihnen damit abzusprechen, dass sie selbstständig denken und Entscheidungen treffen können, das kann ziemlich belastend sein. Mona hat irgendwann auf Social Media Klartext gesprochen. Ich will da keine Plattform bieten und auch keine Grundlage den Leuten geben, irgendwie schlechte Laune zu verbreiten oder Negativität zu verbreiten. Ey Leute, wenn ihr was Liebes zu sagen habt, dann freue ich mich darüber, aber wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann einfach Schnauze halten und gut. Ganz im Ernst macht das auch einfach nur traurig für die Leute, die das lesen, die davon betroffen sind. Und wie man ganz gut an Billys und Jessys Kostüm sehen kann, solche Kommentare ändern meistens nichts daran, dass man mit der Person zusammen sein will. Sogar im Gegenteil, es gibt in der Psychologie den Romeo und Julia-Effekt, bei dem sich das Gefühl sogar verstärken kann, weil es so verboten wirkt. Fakt ist,
ist, weder die Zahlen noch der Großteil der Gesellschaft ist auf der Seite von Age-Gap-Beziehungen. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, nur weil etwas legal ist, heißt es nicht, dass es deswegen auch immer richtig ist. Was sind denn so Sachen, die ihr alle miteinander besprochen habt, damit, ich sag mal, so eine Beziehung mit Altersunterschied langfristig funktioniert? Wir haben im Prinzip alles das besprochen, was man in einer normalen Beziehung auch bespricht. Also was wir uns allgemein in der Zukunft wünschen, wie unsere Pläne sind, was unsere Ängste sind. Also nichts Explizites zu dem Altersunterschied. Dass die Mona dann links einen Kinderwagen hat und rechts den Rollator. Ja, also das ist das Bild, was man hat, aber es kann genauso gut anders passieren. Man weiß es nicht. Es ist nicht festgeschrieben irgendwo, wie das zu laufen hat. Am Ende darf man sich nicht unter Druck setzen lassen, vor allem nicht von jemandem, der sehr viel älter ist als man selbst, wenn man sich noch nicht bereit fühlt. Und auch Sätze wie, du wirkst sehr reif für dein Alter, die sollten einen nicht beeinflussen, denn auch die können in einem jungen Alter ziemlich blenden. Genauso sollte man sich nicht von den Klischees in den Medien oder der Voreingenommenheit der Leute verunsichern lassen. Man sollte zuallererst für sich und dann mit dem Partner oder der Partnerin klären, was man voneinander und vom gemeinsamen Leben will. Aber das ist etwas, was sich jedes Paar fragen muss, egal ob Altersunterschied oder nicht. Aber was sagt ihr zu dem Thema? Seid ihr vielleicht selbst in einer Age-Gap-Beziehung? Dann schreibt es mal bitte in die Kommentare und lasst uns drüber sprechen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Gönnt uns ein Abo, falls noch nicht geschehen. Hier kommt ihr zu einem unserer letzten Videos und hier kommt ihr zu einem Video über die Stay-at-Home-Girlfriends. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wiederkommt. Selbe Zeit, selber Ort. Bye!